Zum 100. Video aus diesem Kanal habe ich mir ein paar Punkte überlegt, wie wir den vielleicht noch besser machen können. Viel Spaß damit! Ganz sauber ist das mit den 100 Videos aber jetzt nicht. Wir haben ja insgesamt 40 Shorts dabei, die würde ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig mitzählen. Und wir haben natürlich auch einige Videos, die wir mittlerweile vom Kanal wieder runtergenommen haben, die Vorlesungsvideos. Aber die 100 Videos, die aktuell auf dem Kanal sind, die bleiben auch erstmal da. Das erste, was wir bearbeitet haben, sind die Playlists. Wir haben ein paar Playlists eingestampft. Unter anderem haben wir für Patienten und für Studenten rausgenommen. Warum? Weil der Kanal ja für Patienten und für Studenten gedacht ist. Für Patienten hatte von den 100 Videos, ich glaube 93 oder 94 Videos mit drin. Da wüsste ich gar nicht, welche ich rausgenommen hatte und welche ich in Zukunft auch nicht in diese Rubrik packen würde. Und für Studenten ist halt so, muss ich das Format ein bisschen anpassen. Für Studenten, die ja auf Prüfungen sich vorbereiten, auf Tests sich vorbereiten, brauchen mit Sicherheit auch ein Handout, also etwas, was man lesen kann. Da ist es mit den Videos nicht ganz getan, aber da komme ich später zu bei einer anderen Neuerung, die wir an diesem Kanal haben. Das sind die Playlists, die Sie bisher kennen, die wir bisher auf diesem Kanal haben, aber wir haben gesagt, für Studenten und für Patienten wird gestrichen. Alle Shorts aus den anderen Playlists gehen jetzt in die Playlist Shorts ein und sind in anderen Playlists nicht mehr verfügbar. Entsprechend ist zum Beispiel die Playlist Adventskalender zu streichen. Gucken wir uns Immuntherapien und Krebstherapien an. Das würde ich ein bisschen feiner granulieren, dass wir eine Playlist speziell zur Immuntherapie gegen Krebs, eine Playlist speziell zur zielgerichteten Therapie, auch noch eine Playlist zur Chemotherapie natürlich, der Vollständigkeit halber. Und natürlich noch eine Rubrik Krebstherapien allgemein, wo wir über adjuvante, neoadjuvante Therapien sprechen, wo wir vielleicht auch die Strahlentherapeuten zu Wort kommen lassen. Mutationen und genetische Grundlagen bleiben, aber werden ergänzt um die speziellen Krebsmutationen. Und von denen habe ich jetzt so häufig gesprochen, damit meine ich, dass wir wirklich das Kind beim Namen nennen. Also, dass es ein Video zu KRAS-Mutationen gibt, dass es ein Video zu HER2-Mutationen gibt, ein Video zu TP53-Mutationen. So ein bisschen die wichtigsten oder die häufigsten Krebsmutationen ein bisschen mehr im Detail beleuchten. Wir haben mit Kurz und Knapp und Basics eigentlich zwei Playlists, die das Gleiche tun sollen. Ich habe mir überlegt, ich würde Kurz und Knapp streichen und stattdessen Basics nehmen, vielleicht auch das ein oder andere Video im Nachhinein umbenennen, was vorher Kurz und Knapp hieß, auch nochmal in Basics. Was ist Krebs? Bleibt natürlich. Die Statistik nehme ich raus, weil ich finde, die Statistik geht auch in den klinischen Studien auf. Also die wichtigsten statistischen Endpunkte werde ich jetzt zum Thema klinische Studien erwähnen. Dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht über die Playlist berüchtigte Studien, weil ich natürlich sehe, dass ich glaube 4/5 aller Abonnenten wegen der Videos in dieser Playlist diesem Kanal folgen. Und ich hatte mir anfangs überlegt, das so ein bisschen so zu machen, dass ich das immer als Highlight mache, vielleicht bei speziellen Abonnentenzahlen und so ein Video dazu zu machen. Da würde ich in Zukunft eine regelmäßige Rubrik draus machen. Kann ich noch nicht zu 100% sagen, wie regelmäßig, vielleicht alle 2, alle 3 Monate. Wesentlich häufiger kriege ich das nicht hin, weil ja doch viel zu recherchieren ist. Aber das sei hiermit versprochen. Die berüchtigten Studien werden eine eigene Rubrik, die regelmäßig gepflegt wird. Weil mir dann aber früher oder später die Studien ausgehen würden, würde ich diese Rubrik auch ergänzen, nämlich um fragwürdige Krebstherapien. Also Krebstherapien, die als solche verkauft werden, als solche beworben werden, wo es aber womöglich überhaupt keine Studien zu gab oder Studien hingehalten werden, dass da nichts getestet wird. Berüchtigte Studien hatte ich auch schon erwähnt, dass wir da eine eigene regelmäßige Playlist draus machen und das Ganze ergänzen um fragwürdige Krebstherapien. Eine andere Sache auch noch, wir werden jetzt in der Community-Rubrik einmal pro Woche eine Frage der Woche stellen, die mit Krebs zu tun hat, wo ich um rege Beteiligung bitte, weil ich danach auch so ein bisschen abhängig machen würde, welche Videos zu priorisieren sind oder was als nächstes behandelt wird. Also wie gesagt, Frage der Woche, immer montags, startet kommende Woche. Hoffe, gefällt Ihnen und hoffe, Sie nehmen daran auch ordentlich teil. Last but not least die wahrscheinlich wichtigste Änderung, und das haben Sie vielleicht schon in ein paar Videos gesehen. Ich habe mal mit den populärsten Videos angefangen, jetzt zuletzt aber auch ein paar aktuelle Videos genommen. Wir haben jetzt Untertitel.
Ich hatte die Probe aufs Exempel gemacht. Ich dachte, es wurde immer angezeigt, automatisch generierter Untertitel, das wird schon gut sein. Habe mir, wie gesagt, 1, 2 Videos mal angeguckt und die Untertitel dazu gesehen. Aber spätestens ab dem 3. Satz wird es echt kritisch und auch teilweise wirklich gar nicht mehr nachzuvollziehen, was da unten steht. Weswegen ich die jetzt peu à peu händisch einpflegen werde. Bietet auch den Vorteil, dass ich es übersetzen kann, dass ich es auf Türkisch auch einstellen kann oder auch Englisch, Französisch etc. Bietet außerdem noch den Vorteil, was ich gerade ansprach zum Thema Studenten. Die Studenten können sich natürlich jetzt die Untertitel runterladen, also haben quasi ein Transkript von den Videos, was vielleicht zum Lernen ein bisschen besser ist, ein bisschen besser geeignet ist.